Well, do you have any idea about the killer's identity? The crime was committed by a man of medium height, with red hair and suspicious eyes. He has a slight limp on the right foot and a wart just below his shoulder blade. Poirot! Mon ami, what do you want? You fix upon me a look of dog-like devotion and demand of me a pronouncement à la Sherlock Holmes. Now for the truth. I do not know what the murderer looks like, nor where he lives, nor how to set hands upon him. No. What shall we do, then? Nothing. Nothing? Do not be so impatient, Hastings. The killer will manifest himself soon enough. I thought I heard the postman. Maybe there's some news. I will go and see. Der Brief lag vorher schon da. Erstmal Zeitung lesen. Was haben wir? Kurz mal Notizen. Er war Schreiner. Momentan arbeitet er nicht. Er ist alkoholsüchtig, gewalttätig und aggressiv. Laut Japp wurde sein Alibi bestätigt. Okay, nichts Neues. Wir wollen mal kurz in der Zeitung, oder auch nicht doch, in der Zeitung lesen. Daily Flicker, June the 22nd, 1935. Battle over control of bank system. What will the government do for money? Andover, murder of a tobacconist. Okay. Ah, ist mal schön das Haar. Ah, some cool hair. Entschuldigung. Kurz It mal. is now the right time. Aber ich wollte mal Kevin anrufen und fragen, wie es ihm geht. It is now the right time. Ach, wann ist schon der richtige Zeitpunkt? Kann ich mich hinsetzen? Ich kann mich hinsetzen. Okay. Schnorrender Kater. Behaupten. Das ist nix. Ein sehr schöner Teppich. Oh, und das Buch kennen wir doch, oder? Ja, das kennen wir. Was ist das hier? Das können wir nicht. Hastings. Andover, Hampshire, population 31,200 inhabitants. Mhm. Alles ganz, ganz wichtige Notizen, die zu all diesem hier beitragen. Der Brief lag übrigens, falls ich es schon erwähnt habe, der Brief lag schon da. Wir gucken uns kurz im Spiegel an, bevor es geklopft hat. Ah, ich sehe halt wieder toll aus. Kurz mal, oh, eine Wimper. Direkt 3 Ego-Punkte. 22. Juli. So, und dann wollen wir uns mal den Brief angucken. Wie er aber falsch rum ist, muss ich jetzt lesen. Dear Mr. Poirot, well, what do you think? I believe that I won this round. The Andover affair went like clockwork, don't you feel? But the fun has only just started. I would like to draw your attention to Bexhill-on-Sea on the 25th of this month. We're having a crazy time. Best wishes, ABC. Aha, in 3 Tagen also. The next crime will be in Bexhill. We must warn Japp to Scotland Yard. Did the letter indicate anything that might help the police? To be honest, I think we can already guess something about the next victim. But I need to think about it a little more. Das nächste Verbrechen findet am 21. Damit war der Untertitel vorbei, obwohl er was ganz anderes gesagt hat. Aber heute ist schon der 22. und in dem Brief stand ja am 25. Ist auch wieder grandios. Überlegung.
Let us examine this more closely. Certain characters in the two letters may have similar defects. The W is not printed properly. Gut, die I's, ne? Yes, this I is weird. The W is not printed properly. Hä? Ich dachte, ich kann hier mehr unterstreichen. Yes, this I is weird. Right. Let us compare this with the other letter. Ja gut, hier sieht man es ja direkt schon. Da ist das I genau gleich. Haben wir irgendwo ein W? Okay, das A ist auch ein bisschen merkwürdig. Es wird das A sein. Gehen noch mal kurz hier rein. Das wird garantiert. Yes, the A appears to be quite unusual. Right. Hier ist das. Let us compare this with the other letter. Ja, und hier ist nämlich das A genauso. That's right. The A characters in the two letters do indeed have the same defects. In den I Toiletten. have to find some other similar defects to confirm my theory. Oh Gott. Hätte ich das nicht alles auf einmal machen können? Das nächste, was nämlich ist natürlich das I. Yes, this I is weird. Ich wette ja, wenn ich jetzt was anderes unterstreiche. Gucken wir ganz kurz. Ja, war ja klar. The W is not printed properly. Ja, ja. Yes, this I is weird. Ich unterbreche ihn einfach Right. mal. Let us compare this with the other letter. So. Yes, the I characters in the two letters do indeed have the same defects. I have to find some other similar defects to confirm my theory. Na, langsam wird es schwierig. Okay, also die W ist auf jeden Fall auch noch. The W is not printed properly. Hat er gesagt? Right. Let us compare this with the other letter. Tun wir das mal eben. Of course, the W characters in the two letters do indeed have the same defects. Was ist das? My theory was right. These two letters were written with the same typewriter. Aha. Both letters were written on the same typewriter and show the same characteristics. You surprise me, Poirot. You usually ignore material proof. But there is nothing usual about this case, Hastings. Nothing must be overlooked. Let us now try and get our brain cells to work. Was war so besonders am Mord in Andover? Mrs. Escher lebte in einem heruntergekommenen Viertel, besonders Alice Escher wurde zwischen 1730 und 18 ermordet, ist auch nicht so besonders. Das erste Opfer hieß Escher. Mit A, A, B, C. Definitiv? Diebstahl, nein. A, B, C, Kursbuch. Wird das hier sein? Andover und Alice Escher beginnen mit einem A. Die Ankündigung, das heißt mit B. Ja, das grenzt es ja ein. So, Poirot, have you found something? Oui, I believe so. But I am afraid it is not enough to stop the murderer. Let us go and see Chief Inspector Japp. I will explain there. Auf zum Ladebildschirm. Ach, noch nicht? Oh. Whitehaven nicht verlassen. Kann ich noch einen Keks? Keks? Oh, schade. Komm, wir gucken uns mal kurz Hastings an. No doubt about it. Hastings is going bored. It may be time to go to Scotland Yard.
User entered your channel. Das ist jetzt natürlich sehr, sehr ungünstig, dass hier gerade einfach jemand in einen Bereich eingetreten ist, den ich extra Kennwort geschützt habe. Der wird hier bestimmt gleich einfach reinlabern. Wir warten mal ganz kurz, währenddessen drücke ich hier schon mal auf Viereck. Da ist der Ladebildschirm. Gutes Auto. Ich hoffe, ich darf damit fahren. Oh, nee, das ist Hastings. Das ist langweilig. Kann ich noch irgendwas angucken? Ah, schade. Leider nicht. Na dann, lass uns mit dem Taxi, was auch immer. Es ist ein Taxi. Mit dem To tollen Scotland Taxi Yard, fahren. please. User in your channel timed out. Das kennen wir ja schon irgendwoher. Hier kann man gerade nichts machen. Dann gehen wir doch mal eben zur Scotland Yard. Ich dachte, es passiert irgendwas. Wir gucken uns erstmal seine ganzen Orden an, die er gekriegt hat. Jap has invested a great deal in his career. Eine Medaillentafel, dann 100% Zertifikat. Jap is an investigator greatly respected by his peers. Wäre ja schlimm, wenn nicht. Like all hunters, Hastings has always been fascinated by weapons. Kann ich hier Nadel? Nein, kann ich nicht. Guck mal ganz kurz. London. I really like this city. One thing is certain, you never get bored here. Das glaube ich wohl. Alice Asher was murdered in Andover, the ABC killer's first murder. So, wie dem auch sei. Gucken, wie er so drauf ist. Jap appears to be snowed under. Ein Aktenstapel. Lol. Und Kaffee. Entschuldigung, Tee natürlich, Verzeihung. Jap appears to already be overloaded with work. My news is not going to improve matters. Bonjour, Chief Inspector. I am afraid we have some bad news. I have just received another letter signed ABC. The next crime will be on the 25th in Bexhill-on-Sea. Are you completely sure it's from the same person? I have compared the two letters. There is no doubt about it. I suppose you think he's going to carry out his threats. I fear so. Good God, Poirot. Bexhill is very busy at this time of year, and we have no idea who the next victim will be. Der Mörder greift ältere Frauen an, die einen Laden führen. Der Mörder ist unvorhersehbar. Der Name des nächsten Opfers wird mit einem B beginnen. Natürlich Dreieck. I suspect that the name of the second victim will start with B. What on earth makes you think such a thing? I thought about it when I saw the name Asher clearly written over the shop door of the unfortunate woman who was murdered in Andover last month. When I received a letter mentioning Bexhill, I deduced that the victim, like the town, might have been chosen by alphabetical order. So, it's an alphabet fiend. I'm going to have a list drawn up of all the people whose name starts with B. I hope there aren't too many of them. Bien, we should leave you to work, Chief Inspector. You have a few days to prepare yourself. Thank you for coming, my friends. Der sollte mal Urlaub nehmen.
Poirot? Chief Inspector Japp, your call does not bode well. Indeed, we have just found the body of a young woman on the beach in Bexhill. An ABC was placed on the body. We'll be there as soon as possible. Tja. Und die nächste Person konnte nicht Bexhill is a gerettet werden. delightful town. It would be nice to come back and visit. I do not entirely agree. Walking on the beach damages my shoes, and it hurts my knee. So the years have not spared you, my friend. It's the same for all of us. That is exactly what I said to myself when I saw you back from your travels. Poirot! Do not be offended, Hastings. I can see Japp waiting for us. And from his face, I would say that things are not looking good. Das werden wir aber erst in der nächsten Aufnahme erfahren, denn ich höre jetzt erstmal wieder auf. Es sind ja schon wieder 3, 4 Folgen jetzt zusammengekommen. Und von daher sage ich bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Tschüss.